willkommen zurück zum zweiten Teil von unserem Webinar. Der Felix und ich, wir hatten ja schon das erste Thema abgehakt, nämlich die Technologie von künstlicher Intelligenz. Nochmal ganz kurz als Recap, als nochmal Zusammenfassung. Da ging es eben darum, wie künstliche Intelligenz strukturiert werden kann, die Technologie, die Entwicklung dahinter. Der Felix als Experte im Bereich künstliche Intelligenz, insbesondere von der technischen Seite, hat es von der Pike auf gelernt, hat jetzt auch ein Startup-Unternehmen mit auch aktiven Kunden in dem Bereich, generative KI. Da gehen wir nachher auch mal im Kontext der Anwendungsfälle drauf ein, wie Felix und sein Startup KI dann bei Unternehmen platzieren. Und zu meiner Wenigkeit langjähriger Siemens-Manager und inzwischen auch selbstberuflich im Bereich Beratung aktiv, am Ende meiner Doktorarbeit hoffe ich, und ja, relativ engagiert im Bereich künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Das gesagt, springen wir heute für den Teil eben Prozesse und Anwendungsfälle, also der zweite Teil, der eben sehr wichtig ist. Das hatte ich auch vorher schon erwähnt. Sehr häufig scheitern Transformationsprojekte, weil sie sich zu sehr auf die Technologie konzentrieren und zu wenig Anwendungsfälle und die Prozesse, die schon vorhanden sind in Unternehmen, berücksichtigen. Und ganz wichtig am Schluss der Mensch. Mal schauen, ob wir heute noch dazu kommen, Mensch und Strategie der Einführung, also Change Management auch. Ich glaube, dass wir vielleicht diesen zweiten Teil jetzt auch dann entsprechend abkürzen. Steigen wir mal ein, nochmal auch so ein bisschen, um so das zu rekapitulieren, was wir letztes Mal besprochen haben, der Unterschied zwischen klassischer KI und generativer KI. Ich glaube, das ist total wichtig im Verständnis von, was gerade passiert im Markt. Warum ist KI plötzlich so gehypt? Weil es eben da zwei unterschiedliche Arten gibt. Und anhand der Anwendungsfälle, also die technologischen Grundlagen haben wir letztes Mal diskutiert, anhand der Anwendungsfälle, glaube ich, können wir das nochmal schön darstellen, wie unterschiedlich die beiden Bereiche sind. Gibt es natürlich Überlappungen und das ist alles ein bisschen komplexer, aber ich glaube, für ein Grundverständnis ist diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig. Ja, ich würde vielleicht, Felix, kurz mal zusammenfassen und du kannst dann gerne noch ein bisschen ergänzen, wo du die Unterschiede siehst. Also was hier auf der recht vollen Folie, muss ich zugeben, steht, die muss ich vielleicht mal ein bisschen entschlacken, dass sich die traditionelle KI eben sehr auf ein bestimmtes Anwendungsfeld konzentriert. Wir hatten es letztes Mal auch schon diskutiert. Der Vorteil der generativen KI ist, dass diese Foundation-Modelle von OpenAI oder auch von Google und vielen weiteren inzwischen, dass die in der Lage sind, sehr häufig verschiedenste Bereiche zu adressieren, während die klassische KI in der Regel entweder Time Series Data, also Zeitreihendaten analysiert oder Bilder analysiert oder Sprache analysiert. Also die sind sehr, sehr speziell auf einen gewissen Anwendungsfall. Eingabe und Ausgabe basiert hauptsächlich auf Zahlen, also können auch Bilder sein natürlich, aber auch Zahlen, also letztendlich Bilder werden dann in Zahlen umgewandelt und so werden die Modelle dann trainiert. Felix, da zähle ich auf dich. Man braucht sehr viele kategorisierte Daten. Das ist ein sehr großes Problem, insbesondere in der Industrie, das anzuwenden, wenn man zum Beispiel sehr, sehr viele Daten von kaputten Teilen braucht, um eine KI darauf zu trainieren, kaputte Teile zu identifizieren. Und wenn man eine relativ gute Qualität hat, dann braucht man halt einen langen Zeitraum, um diese Daten zu sammeln. Denken und Generieren, sehr schlecht. Und das wird hauptsächlich zur Entscheidungsunterstützung verwendet, der Bereich. Generative KI auf der anderen Seite, ich habe es ja gerade schon gesagt, eher so übergreifend. Also man kann ein Modell wirklich für verschiedenste Bereiche nutzen. Man kann mit Sprache arbeiten, ganz, ganz elementar wichtig, aber auch eben mit unstrukturierten Daten. Also der Bereich ist so ein bisschen, man kann da frei arbeiten, also man braucht nicht unbedingt Tabellen oder Zahlenformate. Also man kann da zum Beispiel einen Vertrag unstrukturierte Daten, also Textdatei da reinwerfen und da ist Verständnis da, um das auszuwerten. Der Kern bei generativer KI ist auch, dass diese vortrainierten Modelle, die werden eben, das ist super umständlich, diese zu erstellen, vorzutrainieren, aber dann hat man sie eben schon und dann hat man schon die Logik und sehr viel, was da schon drin steckt und die Nutzung ist dann relativ einfach im Vergleich zu recht leeren Algorithmen auf der anderen Seite. Was die gut können, ist eben Denken und Generieren von Inhalten und genau, die besitzen eigene Logik. Das ist so ein bisschen meine Schnellzusammenfassung und Felix, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen. Ach, ich kann es eigentlich nicht großartig ergänzen, schon wunderbar zusammengefasst.
Was ich noch sagen kann, ist, wie wir ja schon letztes Mal sagten, die traditionelle KI wird nach wie vor am meisten in der Realität eingesetzt, während die generative künstliche Intelligenz gerade erst dazukommt. Ähm, und am interessantesten, das würde ich noch hinzufügen, ist es eigentlich, wenn die traditionelle KI mit der generativen KI in einem multipolaren System vermischt wird. Weil dann haben wir tatsächlich etwas, was in der Lage ist, eben zum Beispiel sowohl Zeitreihendaten auszuwerten, als auch diese zu interpretieren, daraus dann vielleicht sogar weitere Aktionen folgen zu lassen, neue Berichte zu schreiben und so weiter. Also das ist etwas, was noch kommen wird in den nächsten Jahren, was noch spannender in der ja, Verschneidung oder wie sagt man, in der Verschränkung der beiden KIs stärker kommen wird. Im Moment wird sich hauptsächlich hier auf die jeweils einzelnen Modelle konzentriert. Aber ja, das wollte ich nur noch selber hinzufügen, weil ich das spannend finde. Aber ansonsten würde ich sagen, hast du alles schon hervorragend nochmal zusammengefasst. Und genau, jetzt gehen wir vermutlich in den Teil rein, der auch die meisten der Zuschauer vermutlich interessiert. Wo kann man es überhaupt gut anwenden? Und da würde ich jetzt dir das Wort überlassen und dann schauen, wohin wir da überhaupt hingehen. Genau, auf jeden Fall. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel eine Auswertung von Harvard Business Review dabei und die haben einfach mal sämtliche Posts im Internet auf X, auf LinkedIn und Reddit und so weiter zusammengesucht und klassifiziert, was sind die möglichen Anwendungsfälle, die diskutiert werden im Internet von generativer KI. Und da kamen 100 Stück raus. Ja, zufälligerweise 100. Wahrscheinlich kann man da wirklich ein bisschen die einen mehr und weniger zusammenpacken. Und es ist wirklich auch mal interessant, diese 100 durchzulesen. Einfach, wo hat man selber schon mal ist das in der Form eingesetzt und wo vielleicht gibt es neue Impulse, wo man das noch einsetzen kann. Aber ich denke, was hilft, ist jetzt nicht die 100 Use Cases zu kennen, sondern das sind ja auch Kategorien, aber da nochmal übergeordnet so ein bisschen die Ja, Themenbereiche, wo KI dann, insbesondere generative KI in dem Kontext eingesetzt werden kann. Und da ist eben der Bereich technische Assistenz, Troubleshooting, also technische Unterstützung, ist tatsächlich am meisten genannt und auch super interessant. Content Creation Editing. Wir haben selber so ein bisschen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Videos jetzt mal editieren mit generativer KI. Das ist ganz spannend. Ein Thema Unterstützung. Das kann auch in Richtung Coaching gehen und so. Lernen, Kreativität und auch Research für Forschung. Ich muss zugeben, ich habe da stößt es ziemlich schnell an Grenzen, wenn man seine Doktorarbeit damit versucht also einfach zu verstehen, ja, was da geht und was man noch verbessern kann. Ich habe es deshalb zum Schreiben auch explizit mal nicht genutzt, ja, um selber noch das abzuschließen. Aber allein diese Kategorien fand ich super interessant. absolut. Ja, und ich denke, dass es ein stetiger Wandel ist. Am Anfang war ja vor allem Content Creation der entscheidende Punkt und wir sehen jetzt hat ja schon, wenn man die beiden Troubleshooting und Assistance mit dem Personal und Professional Support zusammennimmt, dann würde ich es schon so sehen, dass wir immer mehr eben in diesen Support-Bereich kommen. Ich glaube auch, dass der Support-Bereich beziehungsweise der Assistenzbereich das ist, was die ganzen nächsten Jahre dominieren wird. Aktuell, wie gesagt, kommt das, was interessanterweise am irgendwie offensichtlichsten war. Social Media Postings automatisieren oder irgendwelche Webinhalte schnell mal generieren. Anekdote von meiner Seite noch, seitdem es ChatGPT und Co. gibt für Webseiten, wird SEO immer unattraktiver, weil das sogenannte Search Engine Optimization nicht mehr funktioniert, da natürlich die KI total raus hat, was für Schlagwörter man wie sagen muss, damit man bei den Google Rankings sehr weit oben liegt. Und das finde ich auch sehr spannend. Aber deswegen, genau, hier steigen wir schon mal ganz gut ein. Ich finde spannend bei den Kategorien, da unten ist es ja noch mal ein bisschen mehr in die einzelnen Unterkategorien zusammengefasst und ich finde ganz gut, dass dort eben vielleicht schon mal so ein bisschen eine Idee dafür geschaffen wird, weil es steht ja viel da und dann steht ja zum Beispiel auf der einen Seite ja Meeting Summaries oder halt Zusammenfassung von Meeting und auf der anderen Seite dann wieder Vorbereitung von Meetings in derselben Farbe und ich finde sowas genau
ganz gut gezeigt, weil letztlich haben wir es ja damit geschafft, mit Gen AI, dass wir auf der einen Seite uns selber besser aufnehmen können und auf der anderen Seite diese Aufnahmen dann direkt interpretieren und weiterverwerten können für unsere direkten nächsten Aktionen. Und das, finde ich, wird hier schon vielleicht zumindest grundlegend vielleicht ein bisschen klarer. Genau, ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, dass wir gerade in den Bereichen noch mehr zu sehen bekommen. Aber jetzt hat vielleicht erstmal dann noch weiter zu den ganz, wie soll ich sagen, zu den ganz praktischen Beispielen von der Übersicht in eins weiter oder wo waren Genau, wir da also dann ganz jetzt? kurz vielleicht noch, was ich noch interessant fand, dieses auf dem ersten Platz, Generating Ideas, ja, Ideengenerierung, dafür nutze ich das tatsächlich auch jeden Tag. Das ist total spannend und super. Da kommen immer tolle Ideen, egal in welchem Kontext. Aber auf dem zweiten Platz, das fand ich spannend, Therapie und Companionship. Und das ist was, Mhm. das funktioniert bei mir noch nicht so richtig. Also es gibt ja so GPTs, mit denen man sich auch unterhalten kann. Da gibt es eine Plattform Character AI. Und ich war da total überrascht Ja, absolut. zu lesen, dass da manche Nutzer stundenlang sich mit diesen Ja, Charakteren unterhalten. Ja, das sind dann verschiedene Charakter, ob jetzt historische Figuren oder irgendwelche, da gibt es so Korea Pop oder wie die heißen, ja, so ein bisschen in dem Kontext oder Elon Manga und Musk, mit dem kann man ähnliches. sich auch unterhalten. Mit wem? Elon Musk. Elon Musk zum Beispiel, genau. Aber da gibt es Menschen, die wirklich enorm viel Zeit damit jetzt schon verbringen. Das wird noch eine Entwicklung, die total spannend zu betrachten ist, auch aus einer Ja. sozialen Perspektive. Aber kommen wir mal, also nochmal weiterhin so ein bisschen zur Kategorisierung, weil ich möchte auch zeigen, man kann es unterschiedlich kategorisieren, die Anwendungsfälle. Und da hat mir in dem Kontext dieser Gartner-Radar sehr gut gefallen, weil der einfach mal eine andere Struktur zeigt. Und hier sieht man zum Beispiel die Unterscheidung zwischen kundengerichtete Anwendungsfälle und interne gerichtete Anwendungsfälle. Ich glaube, das ist auch eine wirklich interessante Maßgabe, sowas zu unterteilen. Ähm, Adressiere ich damit Kunden oder intern? Und ist es sowas fürs alltägliche Geschäft, also ein bisschen im Backoffice, oder ist es so wirklich game-changing, das mich als Unternehmen enorm voranbringt, aber auch vielleicht dann auch entsprechend komplex ist? Und das ist so ein Beispiel von Retail. Es zeigt auch so ein bisschen, in der Mitte sind die Themen, die relativ schnell jetzt realisierbar sind. Diese Use Cases, diese Anwendungsfälle. Weiter außen liegen die, die doch ein bisschen komplexer sind, mehr Aufwand haben. Und ich habe mal einfach auch das genutzt für die Darstellung. Ich habe so eine andere Präsentation, da gehe ich mehr in Details und ausführlichere Themen, aber ich möchte einfach nur kurz die drei mal darstellen. Mhm. Den MS Copilot, Prompt Templates und Industry Copilots. Einfach nur mal als Einstieg zu dem Thema. Und eins davon, Microsoft Copilot, weil ich schon denke, wenn man über generative KI spricht, kann man sich es natürlich sehr kompliziert machen und Anwendungsfälle, aber dadurch, dass fast die meisten Unternehmen ja doch mit Microsoft arbeiten und das dann so einfach ist, sozusagen den Copilot dazu zu schalten, denke ich, ist es schon wert, darüber auf jeden Fall zu reden. Wo stehen wir da gerade und wie geht es Ja. weiter? Und ich denke, ein wichtiges Thema von meiner Seite ist zu verstehen, ja, es ist nicht der eine Copilot von Microsoft. Ich glaube, das ist dann doch enttäuschend für viele. War es für mich zumindest am Anfang, als ich das erste Mal genutzt habe und die ganzen unterschiedlichen Copilots eben noch nicht miteinander diskutieren, sondern es ist wirklich für jedes Programm ist da Aber sozusagen ein eigener Copilot. man muss auch sagen, also das finde ich wirklich, um es da am Anfang zu erwähnen, diese Marketingkampagne, die am Anfang gefahren wurde von Microsoft, war auch irreführend. Also ich fand auch, dass sie da eigentlich angekündigt haben, ein Produkt für alles, so in der Richtung. Aber kam ja dann jetzt doch etwas anders. Genau. Und ja, letztendlich, ich denke schon, dass es mit der Zeit zusammenwächst und ich hoffe auch, dass die Möglichkeiten besser werden, weil ich dann doch am Anfang in vielen Teilen, zum Beispiel bei Excel, hatte ich verschiedene Versuche gestartet, Tabellen auszuwerten, aber sobald es ansatzweise komplizierter wurde, was man nicht selber auch nebenbei kurz mal machen würde, hat es noch nicht geschafft. Aber ich habe dann wirklich gleich am Anfang auch schon getestet. Ich hoffe, dass die jetzt jeden Tag sozusagen sich Stück für Stück verbessern. Was gut ist, was wir jetzt auch schon nutzen, die Zusammenfassung von Meetings, die Aufzeichnung, Transkription, das ist deutlich besser geworden. Das sind interessante Themen. In Word sich mal was vorschreiben zu lassen, ja, nutze ich noch bedingt, muss ich sagen. Felix, wie nutzt du den Copilot? Also ich muss sagen, natürlich haben wir als potenziell irgendwie teilweise Konkurrent von dem Microsoft Copilot
auch den Anspruch gehabt, ihn natürlich auch von der ersten Sekunde an zu testen. Deswegen haben wir Lizenzen und ich teste ihn überall. Er kriegt allerdings von mir aktuell außer in Bing vielleicht noch, wo ich schon ein, zwei ganz nette Momente damit hatte, durchgehend schlechte Bewertungen. Und zwar wirklich, es gibt für jedes der Anwendungen aktuell bessere Tools. Also wenn wir gleich mal bei Bing anfangen, da ist Perplexity deutlich besser als Bing, weil Perplexity sich sehr viel besser an die Quellen halten kann und all das. Da ist der Copilot im Web okay, aber er macht jetzt nicht wirklich was Starkes her. Denn das, wo ich es persönlich am meisten ausprobiert habe, war eben der Copilot for Productivity und da in Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams und Node, muss ich sagen, hat er sich für mich als zu 90% eine Enttäuschung herausgestellt. In Outlook macht er dauernd ganz komische Beispiele für Antworten auf Mails. Also zum Beispiel gibt es da eine ganz kurze Nachfrage von irgendwem bei mir, ob ich noch die Daten nachliefern kann. Und es ist eigentlich klar, dass es darauf nur eine Standardantwort gibt. Hallo XY, ja, ich werde die Daten nachliefern. Danke für die Nachfrage. Tschüss. Und dieses Ding kann sich einfach, und ich weiß aber als jemand, der mit KI arbeitet, dass sich so ein Ding sehr wohl kurz fassen kann, aber Microsoft hat es nicht so eingestellt, sondern dann kommt eine Antwort zurück, die viel zu blumig ist. Dafür, das nimmt einem im Geschäftskontext ja auch niemand ab, dass da plötzlich gesagt wird, hallo, verehrte, ta, 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 mir geht es im Übrigen gut und sonst irgendwas. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Und was es tatsächlich gut kann, ist Dinge zu übernehmen. Das hatte ich auch jetzt schon öfters, zu sagen, guck mal, hier ist dieser und jener Text, wirf den da und in dieses Word-Dokument rein oder so. Das ist angenehm, beziehungsweise das dann noch zu erweitern, könntest du es ein bisschen ausweiten, mir Alternativvorschläge geben. Das Coaching ist auch ganz okay teilweise, indem vorgeschlagen wird, wie der Pilot eben irgendwas verbessern soll. Und es gibt auch einige Teams-Funktionen, die ganz nett sind. Also wo er sagt so, okay, was hattest du mit diesem und jenem Benutzer für Austausch in letzter Zeit und sonst was. Wo ich noch einen Punkt hierzu sagen muss, in Excel ist eine Katastrophe. Ich habe wirklich, ich Ja. muss sagen, ich weiß nicht, warum die dieses Programm für Excel schon rausgebracht haben. Ich habe damit noch keine, also nicht mal auf Englisch es geschafft, irgendeine richtige Formel herauszubekommen, ganz zu schweigen von sinnvollen Tabellenaktionen. Ja, das ist so, was ich bei der Produktivität habe. Und dann würde ich noch sagen, natürlich wir als Coder benutzen von Anfang an auch vor allem die Services des GitHub Copilots, was natürlich jetzt sehr spezifisch für Programmierer ist. Und ja, da muss ich sagen, ist dieser Copilot ist deutlich besser. Der ist sehr spezifisch auf Code trainiert worden, das merkt man. Und der bringt uns durchaus einiges. Aber auch dort ist es so, dass er jetzt leider den Traum eines jeden nicht professionellen Programmierers leider noch nicht umsetzen kann. Also man kann sich nicht einfach mit dem Ding hinsetzen, ein bisschen mit dem reden und dann baut es einem komplette, weiß ich nicht, Apps oder so. Sondern es ist ganz gut, es hilft einem bei der Dokumentation, es kann Dinge ganz gut ergänzen, aber viel mehr kann es dann auch nicht. Also insofern muss ich sagen, mein Fazit aktuell ist, ich verstehe, dass Microsoft sehr früh hier dran sein wollte und vermutlich so auch sich einen enormen Vorteil gegenüber den anderen, also gegenüber Google und den anderen großen Konzernen erstritten hat. Aber die Produkte sind meiner Meinung nach im Moment jetzt noch nicht so sonderlich ausgereift. Und viele der Dinge machen, wie gesagt, wir als kleinere spezialisierte Firma deutlich besser. Aber das liegt natürlich auch daran, unser Fokus sind nur diese Modelle. Bei Microsoft, ich finde, wunderbar wird da allein schon, dass du eben hier die ganze Bandbreite hast. Und das ist ja nicht mal ein Zehntel der Programme und der Sachen, die Microsoft anbietet. Deswegen natürlich müssen die sich auf alles Mögliche konzentrieren, aber für meinen Geschmack haben sie sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass es sehr mittelmäßig ist.
Ja, und absolut, das hört man auch nicht nur von dir, sondern generell so von den Anfangsnutzern. Daher, ich glaube trotzdem, es macht Sinn, Copilot zu nutzen, gerade um zu testen und dabei zu Ja, sein und die wachsenden Fähigkeiten mitzunehmen. Aber wichtig dann halt auch gleich von vornherein so das Erwartungsmanagement, auch bei den Leuten, die es nutzen, das ein bisschen zu begleiten, was geht nicht, Trainings und was auch sehr wichtig ist bei Copilot, ist halt immer, wie werden die Daten gepflegt. ja, Copilot nutzt ja letztendlich dann schon die Datenklassifizierung im Sinne von, ja, das Standardbeispiel, dass die Gehaltslisten eben dann nicht verfügbar sind. Wenn die entsprechend klassifiziert sind, ist es gar kein Problem. Aber ich glaube, da müssen fast alle Firmen noch mal ran und ihre Daten vernünftig aufarbeiten, bevor sie überhaupt dann Copilot, wenn er sich verbessert, sinnvoll nutzen kann. absolut. Genau. Gehen wir einfach mal zum nächsten Beispiel. Das hatte ich jetzt neulich von einem Datev, also auch von einem KI-Austausch-Call und da Datev vorgestellt, was sie so machen. Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Bereich Prompt-Templates. Also Datev hat das jetzt nicht unter Prompt-Templates laufen lassen, aber es ist letztendlich genau das. Und da suche ich so ein bisschen auch mehr diese Beispiele, weil aus meiner Sicht noch ein bisschen vernachlässigt wird. Das ist ein super spannender Anwendungsbereich, den aber die wenigsten so richtig auf dem Schirm haben. Und was heißt Prompt-Templates? Und Felix, wir steigen sowieso nachher ein bisschen detaillierter ein, weil ihr da auch in die Richtung geht. Aber Prompt Templates heißt für mich, dass man vor ein klassisches Large Language Modell, wo man ja als User einfach direkt was eingeben könnte, wie bei ChatGPT, dass man da eine Maske vorschaltet, die die Eingabe strukturiert. Zum einen halt den User dann durchführt, was er eingeben soll. An diesem Beispiel sieht man, das ist ein Einspruchsgenerator gegenüber Steuerbescheid. Das heißt, man gibt da ein bisschen Kontext ein. Man gibt, wenn man es weiß, ein entsprechendes Urteil ein, was da relevant ist. Also man sieht schon, das ist dann doch eher schon auch für die Steuerexperten, die sowas dann nutzen. Ja, jetzt nicht für mich, der jetzt halt dieses konkrete Urteil leider nicht im Kopf hat. Aber, und dann wird spannend, daraus wird ein Text generiert, aber eben nicht so wie klassisch bei GPT, dass man ein One-Shot-Ergebnis hat, also ein Schuss-Ergebnis übersetzt. Das heißt, man fragt an und kriegt direkt was zurückgeschossen, sondern man kann in diesem Prompt über dieses Template gute Beispiele mitgeben. Also vorherige Einspruchsschreiben, die von Profis erstellt wurden, gut strukturiert sind. Und wenn man dem Large Language Model über dieses Prompt-Template dann diese Beispiele zur Verfügung stellt, dann kommt auch so ein gutes Ergebnis raus. Genauso in der Form, wie man es haben will. Und das lässt sich auch tatsächlich sehr viele Prozesse anwenden, die wiederholbar sind. Ob das jetzt Newsletter sind, ob das, und Felix, wir können nachher darauf noch eingehen, was ihr da macht. Aber das finde ich so ganz spannend. Ja? Absolut. Und da bei den Prompt-Templates, um das vielleicht noch zu ergänzen, finde ich spannend, dass man ja hier jetzt schon sieht, dass irgendwie erklärt wird, um was es sich bei dem Fall, Entschuldigung, um was es sich bei dem Fall handelt. Auf der anderen Seite eben, wie du auch schon sagst, irgendwelche fachspezifischen Urteile, auch sehr interessant. Und dennoch muss man hier noch dazu sagen, dass vermutlich der sogenannte System Prompt, also die allererste Eingabe, vermutlich auch noch mal sehr steuerjuristisch sein wird. Denn was wir hier sehen, und das werden die 307 Zeichen nicht hergeben, ist, dass es von vornherein anfängt zu formulieren, Mandant, Finanzamt, Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid. Das heißt, es weiß ganz genau, wie diese Dinge aussehen. Und ich gehe davon aus, dass ein normales GPT nicht dazu in der Lage ist, einfach so ein deutsches Steuerzurückschreiben oder einen Einkommensteuerbescheid Einspruch aufzuzeigen. Also klar, es gibt eine gewisse Struktur, aber man sieht schon hier, dass das ein sehr juristisches GPT ist, was mich darauf schließen lässt, dass Dativ ein Pre-trained Model oder ein spezielles, das dafür geschaffen ist, genommen haben wird. Und hier ist eben dann das Spannende, wie du schon sagst, wir haben die Templates, die davor schon definieren, wie soll er das jetzt halt machen und dann eben noch mehr Kontext. Und letztlich ist das auch der Punkt, der hier sehr wichtig wird, den ich auch immer betone. Der Kontext ist alles. Diese Teile, alle Large Language Modelle können im Allgemeinen sehr viel, aber ohne den nötigen Kontext sind sie halt relativ ja, auf sich gestellt. Und wie du schon sagtest, auf den ersten Versuch ist es immer schwer. Ich denke da immer ähm, an mich selbst oder an irgendjemanden von uns, wenn man uns einfach sagen würde,
schreibe einen Aufsatz über die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, los. Und dann fängt man einfach an zu schreiben. Das, unser Gehirn ist, wie gesagt, dazu in der Lage, vermutlich das zu machen auf Dauer und kreativen Input dann auch zu bringen. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht der beste Aufsatz werden. Stattdessen könnte man ja auch erstmal eine Gliederung schreiben, sich vielleicht in einem Brainstorming auf einer Mindmap oder so im Allgemeinen Gedanken darüber machen und so weiter. Und dasselbe Prinzip gilt hier. Umso mehr wir Zwischenschritte und Fortschritte bauen, umso besser wird das Ergebnis. Genau, und das gerade für die Profis, die zuhören, das ist der Unterschied eben zwischen One-Shot und Few-Shot-Learning, was man hier nutzen kann. Und man könnte das ergänzen durch Dropdowns, die dann zum Beispiel das Steuerjahr schon vorfüllen und solche Themen. Also das ist dann beliebig erweiterbar. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel aus meiner Sicht. Wir kommen nachher vielleicht noch zu ein paar komplexeren. Hier noch ein Thema von Siemens und Schaeffler. Siemens hat es auch erst auf der Hannover Messe vorgestellt, den Industrial Copilot, also den Siemens Industrial Copilot, muss man dazu sagen. Und der hat zum einen verspricht der, also ist noch nicht frei verfügbar, aber der verspricht eben gerade die Thematik Zugriff auf Dokumentation, Richtlinien, Handbücher von Maschinen, um schnell Probleme zu lösen, auf dem Shopfloor zum Beispiel, aber auch, und das ist auch ganz spannend, Generierung von Automatisierungscodes für SBS, also für Steuerung von entsprechenden Maschinen. Also das ist ein interessanter Anwendungsfall. Siemens geht da auch sicherlich sehr intensiv in das Rennen da um die Thematik, zusammen mit Microsoft als Partner. Also lohnt sich, glaube ich, auch zu verfolgen. Ich würde gleich zum nächsten springen, oder Felix, hast du da noch was zu ergänzen? Sonst Tatsächlich nicht großartig. gehen wir einfach mal so ein bisschen durch die industriellen Anwendungsfälle durch, die ich ganz spannend finde, weil die anderen werden auch viel diskutiert, schon sowieso. Hier von einem Anbieter aus Italien, 40 Factory, die haben zum Beispiel schon eine IoT-Plattform, wo sehr gut über die Maschinen eben zum Beispiel der OEE, also die Kennzahl Overall Equipment Efficiency, ausgerechnet wird. Man sieht also, wie es der Maschine geht, was da passiert und wie es da läuft. Das heißt, sehr viele Daten werden da zusammengezogen, um das zu berechnen. Und man sieht auch hier auf der Seite, da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Anwendungen, die man da nutzen kann. Das wird schnell relativ komplex. Und was die Firma jetzt macht, die ergänzt es auch durch eine eigene generative KI. Das ist dieses Wilson. Und damit matchen die jetzt sozusagen auch diesen klassischen Bereich IoT, Internet der Dinge, wo die Maschinendaten verfügbar gemacht werden mit generativer KI, wo man dann halt deutlich einfacher damit interagieren kann, Auswertungen machen kann, Nachfragen stellen kann und eben auch Themen wie, ja, das Handbuch ist noch dabei und ähnliches. Also ein bisschen schon die Richtung von auch was Siemens macht mit Schaeffler, aber wahrscheinlich eine Nummer günstiger, könnte ich mir vorstellen. Also ich denke, das ist ganz spannend auch in dem Kontext, welche Daten habe ich verfügbar und wie kann ich die dann auswerten. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen auf eine Struktur. Die habe ich von eurer Homepage gestohlen, Felix, im Sinne von, was ist noch möglich? Ja? Und vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen durchführen durch die verschiedenen Bereiche, die ihr euch da auch überlegt habt, wie generative KI dann für Unternehmen anzuwenden ist. Genau, und es ist natürlich spannend hier zu sehen, immer was man in unterschiedlichen Bereichen machen kann. Wir sehen ja schon, dass wir hier mehrere Dinge haben, die eigentlich so an sich gar nichts miteinander zu tun haben, aber eben alle durch diese großen Sprachmodelle mehr oder weniger abgedeckt werden können und theoretisch in Teilen auch zusammen. Also ganz spannend, da gehe ich vielleicht dann nochmal drauf ein, die Datenanalysen können natürlich mit Kundenservice-Optimierung verbunden werden zum Beispiel. Ja, aber gehen wir vielleicht mal kurz durch. Die Kundenservice-Optimierung kann man sich vielleicht vorstellen. Wir haben zum Beispiel einen sehr großen Bauträger gerade, der bekommt sehr viele Anfragen und diese Anfragen sind sehr oft eigentlich sehr einfach beantwortbar, weil sie eigentlich der klassische FAQ wären. Das Problem ist jetzt, was ja viele sicherlich auch kennen, dass die FAQs werden nicht genutzt oder nur sehr selten. Also weil diese Webseiten, auf denen ganz viel draufsteht, dass sich da jemand durchklickt, kann man zwar hoffen, aber es passiert sehr selten. Und genauso ist es der Fall, dass viele Menschen eben, wenn, dann verstehen sie auch nicht so genau und dann wollen sie die Lösung gleich. Es gibt von den ganz großen Firmen dafür jetzt halt schon Lösungen, eben wie Foren oder so, aber seien wir ehrlich, für die meisten Produkte, Dienstleistungen und so weiter gibt es nicht. Also zurück zu unserer Baufirma, die
das durch den Bot jetzt halt eben automatisch beantworten lassen und bei weiterführenden Problemen zur jeweiligen Hausverwaltung weiterschalten. Das wäre die Kundenservice-Optimierung hier, damit man mal ein praktisches Beispiel im Kopf hat. Dann gut, die Produktempfehlungen, das ist etwas, was schon älter ist, was nur besser geworden ist. Also man kennt ja bei Amazon das ganz klassische, Kunden kauften auch. Das funktioniert eigentlich auch schon mit einer gewissen Sorte von KI, die dort versucht herauszufinden anhand von Präferenzen und so weiter, was denn ungefähr stimmen könnte. Es ist natürlich deutlich spannender, das Ganze mit einem Verkaufsassistenten zu unterstützen. Auch hier haben wir einen Kunden, der das in einem größeren Stile schon tut. Und da ist es dann vor allem der Fall, dass natürlich viele Informationen zu den einzelnen Produkten gegeben werden können, theoretisch auch sogenannte Upsellings hinzukommen können, dass man sagt, naja, dazu könntest du ja auch das kaufen, weil du scheinst ja zu beschreiben, dass du dies und das machst und so weiter und so fort. Genau des Weiteren, wenn wir uns eben Marktforschung anschauen, genauso wie die Datenanalysen, die ich jetzt mal ein bisschen zusammennehme, weil das sehr oft in der Kombination miteinander kommt, ist es so, dass wir große Mengen an Daten haben, die sind allerdings relativ unklar. Das heißt, die müssen interpretiert werden. Es ist nicht so wie bei, sagen wir mal zum Beispiel Umfragen, die sind ja in so Umfragebögen schon vorgegliedert und da kann man dann sehr leicht rauslesen, okay, das war jetzt halt eher positiv oder die Verbesserungsvorschläge sind dies und das. Es wird immer schwierig ab der individualisierten Form. Und hier haben wir jetzt halt eigentlich gar keine Begrenzungen mehr, weil durch zum Beispiel Sentiment Analysis, was so der Klassiker in dieser Richtung ist unser Produkt in der Lage, alle Kundenbewertungen selbstständig wiederum zu bewerten. Also das heißt, sowohl Verbesserungsvorschläge aufzunehmen, als auch ganz schlechte Bewertungen, als auch die positiven selbstständig zu bewerten, auch natürlich wiederum, was für Merkmale an den einzelnen Produkten zum Beispiel als besonders positiv wahrgenommen werden und das Ganze in den Datenanalysen dann so vorzubereiten, dass wir es, und hier kommt auch ein spannender Aspekt, mit anderer KI theoretisch weiterverarbeiten können. Also das ist auch nochmal ein sehr interessanter Punkt. Dann genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, was das Offensichtlichste irgendwie immer ist, die Content-Erstellung. Hierbei ist es auch nochmal interessant, dass eben auch speziell wir mit unseren Templates in der Lage sind, schon mal vorzusortieren quasi. Dieser Bot sollte viel Social Media machen und so weiter. Und nicht zuletzt eigentlich der Anwendungsfall, den wir am meisten bespielen, und zwar die interne Kommunikation. Warum? Das ist vor allem der Grund, weil der Bot hier in der Lage ist, zum einen die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Parteien zu verbessern, gerade auch im internationalen Bereich. Eben der Bot hat keine Sprachbarrieren oder so. Zum anderen ist es aber auch so, dass, und da würde ich sagen, dass das am allerwichtigsten ist, dass dieses interne Wissensmanagement und diese interne Recherche, das funktioniert in der Kombination von einem Large Language Modell mit Wissensdatenbanken und oder dem Internet einfach extrem gut. Weil wir da dann eben zum einen das Modell haben, mit dem man sich, wie du ja auch schon gesagt hast, mit dem man sich austauschen kann, das einem Ideen geben kann und so weiter. Aber auf der anderen Seite können wir dem Modell auch sagen, hey, pass mal auf, geh bitte ins Internet dafür und schau mal nach und schau vielleicht auch noch in unseren eigenen Daten. Und das alles zusammen ergibt natürlich eine sehr konsistente Basis, mit der man sehr gut weiterarbeiten kann. Und genau, das sind so die Punkte, die wir vor allem herausgepickt haben im Moment, weil sie eigentlich sehr klar sind. Wir haben allerdings, um ehrlich zu sein, auch noch mehr Anwendungsfälle, aber das liegt einfach nur daran, dass generative KI halt sehr sehr breit einsetzbar ist. Das würde jetzt halt aber den Rahmen ein bisschen sprengen. Also das war jetzt halt vielleicht mal kurz so das Beispiel dazu. Und genau, kommen wir dann auch gleich zu den Genau, ich einzelnen meine, das Punkten, die geht wir in die dort gleiche haben. Richtung. Ich habe es jetzt mal in Anwendungsbereiche und Anwendungsfälle aufgeteilt. Das ist ein bisschen, in Teilen überschneidet sich, in Teilen ist es aber halt auch doch wieder was anderes. Ja, absolut. Weil eben gerade das Thema Templates, Agents, ja, das ist halt spannend. Über die Templates haben wir an sich schon gesprochen. Da können wir gerne noch ein bisschen auch tiefer eintauchen. Mhm. Spannend ist, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, weil am Anfang sind diese Templates sehr simpel. Das ist praktisch eine Maske, die den Prompt
strukturiert, sodass der Prompt dann besser ist. Und wie schon gesagt, die Prompts können ja inzwischen sehr, sehr groß sein. Da gibt es, würde ich fast sagen, für reguläre Prompts fast kein Limit, ja, für Normalanwender. Und im Ausbau ist es allerdings dann, da ist noch so viel mehr möglich, weil man über so ein Prompt-Template dann einen Agents triggern kann, die verschiedene Aktivitäten dann durchführen. Also mehr als nur eine simple Anfrage oder auch eine Few-Shot-Anfrage kann man dann eben die Thematik Agenten mit aufgreifen. Also da gibt es von bis, also fällt uns spontan ein schwieriges Prompt-Template ein. Flugbuchen ist also aus dem Alltag gegriffen, so ein bisschen im Sinne von, ich habe ein Template, da gebe ich ein, von wann bis wann ich wohin möchte und was meine Rahmenbedingungen sind, mein Budget oder so, meine Präferenzen. Und dann kann das Large Language Modell mir das nicht nur vorschlagen, was es dann was ich tun könnte, sondern es kann mir tatsächlich schon mein Hotel buchen, mein Flug buchen, wenn ich den entsprechenden Auftrag gebe. Obwohl Also du da solche jetzt Themen. also ja schon einen spannenden Punkt mit reinbringst, also wo du jetzt hier auf der Folie den ersten Punkt, also Templates und Agents mit den Multi-Agents eigentlich verbindest. Weil Das an stimmt. sich ist ja das Large Language Modell alleine nicht in der Lage, also es wäre auch blöd, wenn es das von vornherein wäre, dass es einfach, oh ja, ich war auf Expedia und habe dir das gleich mal gebucht, obwohl du eigentlich nur wissen wolltest, jetzt schätz mal, wie viel das so kostet. Genau. Ja, das ist gut. Das ist dann die Ausbaustufe letztendlich zu den Multi-Agents. Also es war vielleicht jetzt schon ein weit fortgeschrittenes Beispiel, aber das geht dann so ein bisschen fließend, weil gut, die Templates sind ja letztendlich das Interface, ein strukturierteres Interface und der Hinterbau sind dann potenziell Multi-Agents. Genau. Also, Aber reden wir vielleicht gerade darüber. Ich finde gerade Multi-Agents, Agents generell und Multi-Agents ist ein super spannendes Thema, weil aus meiner Sicht so gerade diese Kombination von unterschiedlichen Agenten, und das kann ja unglaublich komplex werden, dass man wirklich so einen Agentenmanager hat, einen, der halt mit dem User spricht, einen, der codet, zum Beispiel, um eigene Programme oder sowas zu erstellen, einer, der Web-Search macht, einer, der Buchungen durchführt und. Also das kann super schnell extrem komplex werden mit verschiedenen Compliance Agents, die schauen, dass auch alles so läuft, wie man das haben möchte und so weiter. Also das, glaube ich, ist die große Zukunft auch für diesen Bereich generative KI. Und das stehen wir wirklich erst am Anfang. Und absolut. ja, Felix, aus deiner Sicht noch. Also ich würde auch die Agents ganz kurz ins Boot nehmen. Letztlich ist es so, dass die alles bestimmen werden in der Zukunft. Da bin ich mir ganz sicher. Eigentlich ist auch alles andere, was auf dieser Folie steht, nur darauf ausgelegt, auf diese Agenten am Ende. Denn Datenbankverbindungen bringen uns, wie gesagt, eigentlich nur mehr Daten. Das ist sehr gut, dass sie noch spezifischer sein können, aber man kann sich ja vorstellen, dass es da heißt dann nur, dass unser GPT in der Lage ist, eben direkt die Daten hier aus SharePoint mitzuverwenden oder so. Perplexität, klar, das ist aber auch schon eine Agentenaufgabe eigentlich, also Rückfragen zu stellen, um das Ganze zu spezifizieren. Und wie gesagt, die Templates haben wir jetzt, das hast du auch gerade schon schön eingeführt. Und alles läuft auf diese Agentensysteme raus, denn das ist auch das, was Andrew Ng sagt, den wir ja immer wieder hier erwähnen, dass dieses Jahr bestimmt werden wird von den Agentensystemen. Und da bin ich absolut auf seiner Seite, denn die Agenten sind zusammen in der Lage, viel komplexere Aufgaben zu erledigen und die wiederum auf einem Level, das schon sehr menschenähnlich ist, wenn es nicht in manchen Bereichen sogar schon die menschlichen Fähigkeiten anfängt zu übersteigen an der Genauigkeit beziehungsweise an der Art, wie sie die Aufgabe lösen. Und genau, hier kurz vielleicht noch von meiner Seite generell zu dieser Folie, damit das nochmal in der Abgrenzung klar ist. Alles, was hier auf der Folie ist, spiegelt jetzt tatsächlich das wider, was unser aktuelles Produkt tatsächlich auch kann. Also das ist das, worauf wir uns gerade konzentrieren, eben, wie du ja auch schon gesagt hast, Peter, um sich darauf zu konzentrieren, wie man es sinnvoll verwenden kann in den Bereichen, die wir zuvor schon aufgelistet hatten. Und da werden also die Agents einfach die Rolle spielen, die Rolle schlechthin, denn ich sehe es auch hier, das ist mein Beispiel immer, das finde ich zumindest ist recht klar und gut aufgestellt. Man sieht dort, der User stellt eine Frage, hier haben wir natürlich die Interpretation selber, was für eine Frage oder so. Wenn ich das jetzt mal so interpretiere, wie wir es uns ursprünglich gedacht hatten, dann fragt der User auch, ob denn der
Bot bitte aufgrund der Daten, die eben in den Datenbanken liegen, einen Bericht anfertigen kann, zum Beispiel zur Leistung des Unternehmens in den letzten Monaten. Und normalerweise, wie du ja auch schon gesagt hast, Peter, wäre das so dieses sogenannte Zero-Shot-Phänomen, dass der Agent also versucht, einfach so drauf loszulegen und selbst wenn er Daten hat, halt beim ersten Mal direkt richtig zu sein. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass der wirklich öfters iteriert. Das heißt, es gibt einen, der durchsucht die Datenbank. Es gibt einen anderen, der fasst es zusammen. Es gibt wieder einen anderen, der schaut sich das Zusammengefasste an und überlegt sich, wie man das verbessern könnte. Und dann wird alles zusammen an den letzten Agenten gegeben, der das Ganze nicht nur nochmal kontrolliert, sondern auch in eine passende Form bringt. Und der spannende Gedanke für die Zukunft wird sein, das ist auch das, worauf meine Firma ganz klar ausgelegt ist, dass es einzelne Modelle gibt, wirklich entweder kleine Large Language Modelle oder fine-tuned Large Language Modelle, die nur sehr gut darin sind, wirklich die Firma zu verstehen. Und oben drüber liegt ein deutlich größeres Large Language Modell, das keine Ahnung von der Firma hat, das aber alle Informationen von den anderen bereitgestellt bekommt und am Ende die Ergebnisse präsentiert. Und das wird insgesamt, zeigt jetzt schon in Teilen, dass es zu sehr klaren und sehr präzisen Ergebnissen führt, die natürlich dann der Wahnsinn sind in der Verwendung. Ja. Ja, super. Und gerade das Thema Personalisierung auf die Firma. Ich glaube, da wir heute jetzt schon relativ auch fortgeschritten sind, werden wir den Teil Mensch, Change Management, Einführung, Strategie dann doch auch nochmal in einer Extra-Session angehen. Und da kommen wir auch auf diese Personalisierung nochmal. Das ist auch so ein Steckenpferd, was ich habe. Da Absolut. erkläre ich das nochmal sehr gerne mit im Detail. Super. Ich glaube, für heute war das schon reichhaltig. Danke dir, Felix, nochmal für deine Teilnahme, dass wir das zusammen hier machen. Ja, Und danke auch ja, ich dir. freue mich dann auf die nächste Session. Absolut. Dankeschön. Bis dann.